Wir sind gestern mal wieder geflüchtet aus den Tälern, wo es knacke heiß war. Hier in den Bergen ist es immer etwas angenehmer. Geschlafen haben wir hier auf dem Parkplatz, wo man 24 Stunden stehen darf, also auch über Nacht, kostenlos, natürlich ohne Campingverhalten, aber für uns war es die perfekte Lösung, vor allen Dingen auch deshalb, weil man direkt von diesem Parkplatz zu den Erdpyramiden wandern kann und genau das machen wir jetzt. Wer jetzt eben gedacht hat, Erdpyramiden, was soll das denn sein? Wir zeigen es euch natürlich auch gleich in Natura. Hier schon eine kleine Erklärung. Es braucht bestimmte klimatische Bedingungen, starke Regenfälle, zwischendurch große Trockenphasen, bestimmte Gesteinsmassive und so weiter. Ihr könnt das hier vielleicht erahnen mit den großen Steinen, die sich in der Erde verstecken. Der Regen trägt die Erde immer weiter ab. Irgendwann liegt dann so ein Stein frei und bildet so eine Art Dach für die Erde darunter. Und so entstehen dann diese Pyramiden. Aber jetzt schauen wir sie uns mal an. Wirklich beeindruckend, diese Erdpyramiden. Leider kann man sie halt nur von so Aussichtsplattformen sehen und nicht auch dichter rangehen. In Westaustralien waren wir in einem ähnlichen Gebiet, wo auch so Pyramiden waren. Dort konnte man drum herum laufen und ganz dicht dran. Das war nochmal viel beeindruckender. Wir verlinken euch mal das Video dazu. Die nächste Bergwanderung steht an. Im Ort zeigten die Thermometer eben in der Sonne 34 bzw. 38 Grad. Irgendwo da liegt die Wahrheit, gefühlt wahrscheinlich sogar noch ein Stück höher. Und ich habe mir zur Unterstützung ein paar Wanderstöcke gekauft. Das muss man aber wirklich erstmal noch ein bisschen üben. Euch zu Beginn des Videos ja kurz erzählt, dass wir ziemlich häufig zum Übernachten rauf auf die Berge fahren, weil es einsamer und kühler ist. Ist auch wunderbar, hat aber natürlich den Nachteil, man darf jeden Tag rauf und runter in die Berge und die Straßen sind natürlich mitunter schon ein kleines Abenteuer, wie die folgenden Videos vielleicht ein bisschen zeigen. Stand here with me, stare at the peak of mountains we know.
someday feel home, and I won't feel alone, buried in snow, caught in the cold, to never be known. Come, lay here with me, fade in the deep, never would. Tell the secrets you keep. Drückt uns mal wieder die Daumen. Wir sind auf einer Wanderung, haben uns auf die Wetter-Apps verlassen, die eigentlich sagen, dass wir noch über 2 Stunden Zeit haben, bis das schlechte Wetter kommt. Aber da im Hintergrund, Steffi versucht es auch gerade zu filmen, blitzt und donnert es schon gewaltig und wir haben gerade akut Zweifel, ob wir noch 2 Stunden Zeit haben, um trocken zum Auto zurückzukommen. Na, mal sehen. Es ist gerade ein bisschen unheimlich. Es ist ein enger Waldweg, es grummelt ins Blitz, es wird immer dunkler. Aber ein Ende ist vielleicht an Sicht. Und 5 Minuten später. Wir brechen die Wanderung ab, was trotzdem bedeutet, dass wir, glaube ich, noch 2 Kilometer zum Startpunkt zurück müssen. Es fängt an zu regnen. Wir haben eigentlich noch 2 Stunden laut Prognosen. Ich bin ein bisschen genervt. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche beim Wandern vom Regen massiv überrascht worden, klitschnass zurück. Und für diejenigen unter euch, die nicht so oft mit dem Wohnmobil unterwegs sind, Folge des Ganzen dann, so sieht es im Wohnmobil dann erstmal aus. Wäscherei pur. Tell me everything you never could, and I won't feel alone, buried in snow, caught in the cold, to never be known. Let's get lost for good, deep in the woods. If only we could, to never be alone. Scared of it all. Da wir nicht immer bei jeder Wanderung mehr nass werden wollen, sind wir jetzt umgestiegen, wie ihr gesehen habt, aufs Fahrrad. Nein, es ist jetzt ein bisschen auch Zufall. Bei der Reisevorbereitung haben wir bei allen Stellen und Parkplätzen für Bozen gelesen, oh Gott, stellt euch da bloß nicht hin, Autos aufgebrochen. Daher haben wir uns die Alternative überlegt. Wir stehen außerhalb in den Bergen oder in den Weinbergen, sagen wir es mal so, bei St. Michael und sind mit den Fahrrädern reingefahren und können jetzt schon mal ein dickes Lob für Bozen aussprechen. Fantastische Fahrradwege, alles toll ausgeschildert und jetzt können wir uns in aller Ruhe entspannt Bozen anschauen, ohne die ganze Zeit Angst ums Wohnmobil zu haben.
eyes on you, I knew. No, I wanted to get to know you. I did what I had to. I just knew I had to know you. I don't know if you feel the same way. I know I can't make you stay. You just wait and you'll see. You just need to get to know me. You make me wanna have it all with you. Das ist mal eine Aussicht aus dem Dachfenster. Ich zeig's euch mal. You make me wanna do it all with you, with you. Guten Morgen! Ihr habt es gestern ja schon gesehen, die Bahn durchs Dachfenster. Wir haben an der Talstation zur Seiser eingeschlafen und jetzt mittlerweile 8 Uhr morgens sitzen wir in einer der ersten Kabinen, um uns raufbringen zu lassen. You make me wanna have it all with you. You make me wanna do it all with you, with you. It's hard to put yourself back out there. 'Cause in war and love, everything's fair. Don't know what I'm doing. To be honest, love's confusing. I wish I could read your mind to see if I'm wasting time wanting to be with you. What have I gotten myself into? You make me wanna have it all with you. You make me wanna do it all with you, with you. You make me wanna have it all with you. You make me wanna do it all with you, with you. Oh, my dear, there's something going on now. Something going on, but don't fear. 'Cause it won't be long now. 'Cause it won't be long till we're out. Wirklich schön hier auf der Seiseralm. Ja, allerdings sind wir echt froh, dass wir schon um 8 losgelaufen sind, weil jetzt 3 Stunden später wird es doch allmählich sehr voll hier. Yeah. I'm gonna take you home. I'm gonna take you home. I'm gonna take you home. I'm gonna take you home.
Wahrscheinlich habt ihr ja am vergangenen Wochenende auch von dem Unglück in den Dolomiten gehört, als der Gletscher abgegangen ist und es leider viele Tote und Schwerverletzte gab. Ungefähr hier, dieser weiße Fleck, das ist der Marmolada. Dort ist das passiert, also gar nicht weit weg von uns. Fühlt man sich irgendwie gerade, als wenn man Glück gehabt hätte. Complications, all these expectations, my heart's crushed, and it won't be long now, I swear it won't be long till we're out of here. I'm gonna take you home. I'm gonna take you home. I'm gonna take you